Wir sind ein bisschen ja, nervös. nervös, genau. Ja, wir fahren jetzt ab. Wir haben teilweise bis 3 Meter Welle, die uns hier von der Seite durchschaukeln. Da denkst du noch, oh, da gar nichts Schlimmes passiert und schwupps, wir haben Wasser vorne in der Bilge bei der Baukoje und wir wissen nicht, wo es herkommt. Kamera ist dreckig. Man sieht, wir sind nicht ganz vorbereitet. Wir sind ein bisschen Ja, nervös. nervös, genau. Wir fahren jetzt zum Varadero. Das war so eine kleine Zitterpartie, weil wir wollten da schon vor ein paar Tagen hin, aber dann war der Motor ja noch nicht fertig. Eigentlich wollten wir es gestern machen und dann war, was war da? Der Travellift kaputt, irgendwas und ein Boot stand da rum, das nicht gestartet ist und keine Ahnung. Jetzt dürfen wir hin. Genau. Und das ganz Besondere daran ist, wir waren ja 6 Wochen hier und insgesamt 2 Jahre hier. Und es sieht so aus, als ob wir heute diesen Hafen für immer verlassen. Und deswegen sind wir ganz nervös, weil das muss jetzt endlich klappen hier, die letzte kleine Reparatur. Und dann Fahren wir heute ab. So, das ging jetzt schnell. Das hat nicht geklappt beim Varadero. Der hat hier 2 Kräne, einen großen Kran und einen kleinen Kran. Und wir brauchen den großen Kran. Und der ist aber kaputt und sie wollten uns jetzt mit dem kleinen Kran auskranen und dafür hätten wir die Backstagen abnehmen wollen und das wollten wir nicht, weil wir haben das noch nie gemacht. Wir wissen nicht, was das so mit sich bringt. Wir kennen die Zugspannung nicht, die wir dann wieder brauchen zum dran machen. Also nein. Ja, und der kaputte Kran wird frühestens in 1 bis 2 Wochen repariert sein. Und wenn der Spanier sagt 1 bis 2 Wochen, dann werden es auch 4 Wochen. Und deswegen, ja, so lange konnten wir nicht warten. Wir haben nämlich Größeres vor. Also wir sind auf dem Weg zu unserem Winterlager und wir haben lange gezögert, ob es wieder Barcelona wird, weil insgesamt, wenn man alles zusammenzieht, sicherer Hafen, gut zu erreichen von Deutschland und kulturell kann man auch was unternehmen, dann wäre es schon Barcelona gewesen, weil es einfach am günstigsten ist von den Flügen vom Liegeplatz. Aber wir sind ja jetzt schon fast 2 Jahre hier als mehr oder weniger stationär gewesen und das hat sich schlecht angefühlt, das Jahr so zu beenden und wir wollen auch weiter und deswegen haben wir uns kurzfristig entschlossen, auf der Suche nach guten Winterlagerplätzen haben wir in Licata auf Sizilien angefragt, haben tatsächlich noch einen der letzten Plätze ergattern können und sind jetzt auch auf dem Weg dorthin. Wahrscheinlich wird es nicht direkt sein, aber wir probieren es zumindest. Also wir machen das tatsächlich so, wie man das als Segler macht. Wir folgen dem Wind. Im Moment ist der Wind tatsächlich oder die Wettervorhersage wirklich komplett falsch. Also gestern hätte es den ganzen Tag gewittern sollen oder zumindest den Nachmittag gewittern, es war strahlender Sonnenschein. Und so geht das hier schon seit ein paar Tagen und deswegen schauen wir wirklich auf das aktuelle Wetter. Die Großwetterlage sollte uns mit Glück bis mindestens Sardinien bringen und da würden wir auch gerne hin. Aber wenn nicht, wird es halt Menorca und dann müssen wir von Menorca nochmal schauen. Wir sind da jetzt flexibel, weil wir sind froh, dass wir einfach nur unterwegs sind. Wir hatten ja noch 2 technische Probleme gehabt oder 3 das letzte Mal. Das eine war der elektrische Förler, den habe ich reparieren können. Das zweite war der Autopilot, da habe ich mal alle elektrischen Leitungen kontrolliert bzw. die Anschlüsse alle mal abgenommen an dem Großcomputer und dann
gereinigt und wieder verbunden und ich habe die Kette nachgespannt und im Moment funktioniert das super und ich habe auch den Eindruck, dass das Kettespannen ihm gut getan hat. Und dann war natürlich das Allergrößte und das Angstprojekt von mir diese Vibrationsdämpfer vom Motor und das ist jetzt auch gemacht. Der Motor läuft super ruhig, ich bin da echt happy damit. Viel ruhiger als vorher, das soll er ja auch. Ist jetzt schade, dass wir die kleine Reparatur nicht machen konnten. Da müssen wir gucken, was wir jetzt machen. Ich würde es schon gerne bald machen, weil wir ein kleines bisschen Wasser im Öl haben von unserem C-Drive. Also es ist kein C-Drive, wie man es kennt, so am Motor direkt dran, sondern es ist ein Umlenkgetriebe bei Amel. Und da muss man darauf aufpassen, weil das ist ein Sonderbauteil, was sehr teuer ist. Und deswegen würde ich es gerne bald machen. Jetzt müssen wir mal gucken. Also wir haben ein Angebot in Sizilien von Licata. Das ist allerdings recht teuer. Wenn es gar nicht anders geht, müssen wir in den sauren Apfel beißen. Aber vielleicht schaffen wir es auf Vorstellungszeit. Dass man ein Gefühl dafür bekommt, hier hätten wir fürs Auskranen, ich glaube 350 bezahlt, nochmal 100 fürs Kerchern. Und dann hätte ich auch einen guten Mechaniker gehabt, der mir die kleine Reparatur gemacht hätte. Das wären 2 Stunden gewesen, wären wir mit 500 € fertig gewesen. Oder 600 € plus Umsatzsteuer. Und ja, in Licata verlangen sie allein fürs Aus- und Einkranen 900 €. Und dann kommt die Arbeit obendrauf vom Mechaniker, den ich nicht kenne. Ja, also mal gucken. Ich würde es gerne bald machen, aber mal schauen, wo wir das dann machen. Ich hole jetzt das Großsegel ein, weil es nur die Genua verschattet. Wir haben achterlichen Wind, also Raumwind. So, jetzt geht's richtig los mit Langfahrt. Endlich. Nicht nur, dass ich die Rettungsweste anhabe, sondern wir haben Delfine. Und springen sie? Oh ja, oh ja, oh ja. Du hast ganz schön Welle, du. Ja. Ah, direkt unter dir. 3 Stück. Wir sind echt zu langsam, ne? Ich glaube, jetzt haben sie aufgegeben. Nee, glaube ich nicht. Da sind sie. Ja, endlich. Du grinst und hinter dir springen sie. Das war schön. Ja. Ja. Endlich, ne? Ja, endlich. Das ist lange her. Ja. Ganz lange her. Ganz Das war irgendwo vor Frankreich an der Atlantikküste, die letzten, ne? Nein, hier im Mittelmeer hatten wir sie auch schon. Ja? Hinter Gibraltar, da hatten wir sie und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich es richtig genießen, weil die Orcas weg sind. Stimmt. Ja, stimmt. Marion hatte sich vorhin hingelegt und während sie geschlafen hat, habe ich mal zum ersten Mal hier den Spinnakerbaum gesetzt. Also jetzt nur einseitig, ich wollte es mal ausprobieren mit der Genua. Muss aber noch mal nachgucken, ob das richtig ist. Also das Rote ist ja der Foreguy, das Blaue ist der Aftguy und das Gelbe ist der Downguy und das Rot-Weiße ist der Upguy. So heißt das auf Englisch. Ich habe nur eine englische Bedienungsanleitung. Aber ich weiß nicht, ob man die
ob die rot-blaue, ob die nicht innen angeschlagen werden muss. Also der Baum kann sich drehen, ob die nicht an der inneren Öse angeschlagen werden müssen. Da muss ich nochmal nachgucken. Aber es funktioniert super, bringt ungefähr einen Knoten mehr und vorher hat das Segel immer total geflappt und jetzt steht es vernünftig. Da bin ich echt froh drum. Jetzt hat es endlich was von Landfahrten. Also wegen den Delfin oder Ja. wegen der Fasad? Wegen Ja, Delfin, beides, ne? beides. Und weil wir endlich mal Fahrt machen. Also vorhin sind wir die ganze Zeit mit 3,5 Knoten dahin geschlichen. Und jetzt haben wir fast 5 Knoten. Das macht natürlich Schneller einen als im riesigen Hafen Unterschied. Ja, alles ist schneller als im Hafen zu liegen. Wir haben die Kochenbude zugemacht. Das ist doch schon recht frisch. Jetzt so Mitte Oktober, fast schon Ende Oktober. Ja, ist deutlich angenehmer mit der Kuchenbude. Weht der Wind hier nicht so kalt. Also wir haben jetzt aktuell 12 Knoten und fahren 4,4 Knoten. Christoph hat sich jetzt gerade ein bisschen hingelegt. Der Wind ist verschwunden. Wir haben jetzt die Maschine gestartet, den Hausbau mal wieder eingeholt. Und im Moment ist noch Kurs Sardinien. Wenn der Wind nicht wiederkommen würde, würden wir vielleicht doch abdrehen nach Menorca. Aber eigentlich sollte er in, weiß ich nicht, 4-5 Stunden wiederkommen. War aber auch klar, dass wir so ein kleines Wind noch bekommen werden. Ich habe vorhin schon ein bisschen geschlafen, ich war ein bisschen müde, also die Schaukelei hat mich doch ein bisschen seekrank gemacht. Aber jetzt geht es wieder einigermaßen und ich werde jetzt ein bisschen mein Hörbuch anmachen. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Es ist Mitternacht, also kurz nach 12, Vollmond, total hell draußen. Wir sind nicht ganz alleine, da ist noch ein Frachter neben uns unterwegs. Aber ansonsten durchmotorte Nacht, ist nicht viel los und der Motor nervt. Die Wettervorhersage ist im Moment auch so ein bisschen ein Glücksspiel. Wir hoffen gegen 4 oder 5 Uhr in das nächste Windfeld zu kommen, das uns dann nach Sardinien trägt. Das ist zumindest im Moment die Richtung. Also wir haben Sassari angelegt, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Sardinien wäre schön, wenn das nachher mit Segeln klappen würde. Christoph hat sich jetzt hingelegt, ich habe jetzt vorhin geschlafen. Nachtaufnahmen sind immer ein bisschen improvisiert. Die Lampe fällt die ganze Zeit runter. Die Kamera fällt die ganze Zeit um. Es ist sehr schaukelig im Moment. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down.
Wir haben teilweise bis 3 Meter Welle, die uns hier von der Seite durchschaukeln. Mir geht es nicht ganz so gut. Ich habe vorhin auch Tablette genommen und bin ein wenig seekrank. Das aber tatsächlich sind auch Bedingungen zum Seekrankwerden. Ich bin davon ja normalerweise vollkommen frei. Das ist das, worauf wir immer bauen können. Aber man merkt auch, es ist echt viel los. Das ist im Moment vergleichbar mit der Rückfahrt von Mallorca. Da hatten wir ähnliche Bedingungen, als wir am Rand vom Mistral entlang gesegelt sind. Hier queren wir ihn jetzt praktisch, also die Ausläufer davon. Wir fahren jetzt im Moment auf Sassari zu, auf die Nordwestspitze von Sardinien. Wir sind jetzt seit fast 24 Stunden unterwegs. Wir haben aktuell jetzt gerade so 22 Knoten Wind. Das ist eine Böe. Hatten aber vorhin schon mal bis 25 Knoten. Und ja, irgendwie der Grundwind ist irgendwie so 18, 19, aber meistens sind wir in den Böen. Und ich habe jetzt von der Genua auch schon 2 Schläge weggerollt. Ich habe vom Besan nur noch ein Drittel vielleicht stehen. Und das Groß habe ich ganz weggenommen. Also ich weiß, die Amelianer sagen, man soll alle 3 Segel draußen haben und dann Groß und Besan gleichzeitig immer stufenweise reffen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es auch der Geräteträger oder das Stauen. Bei uns ist es so, dass wir tatsächlich mit dem Besan besser fahren. Ich habe es gerade noch mal ausprobiert. Wir haben endlich Wind und es läuft gut. So, das ist das Gute dran und wir haben schönes Wetter. Wir fahren ja raumen Wind. Wir könnten aber auch nicht wirklich viel tiefer fahren, ohne die Genua dann ausbaumen zu müssen. Und das würde ich mir auch gerne bei der Welle sparen. Also wir sind jetzt auf dem Kurs, den wir haben wollten. Und wenn wir den nicht fahren würden, sondern wären wir für 10 Tage auf Menorca gefangen, weil der Wind dann von vorne kommt. Und wir wollten das Wetterfenster nehmen, weil wir eben möglichst bald auf Sardinien sein wollen, damit wir dann noch Zeit haben, um gemütlich nach Licata zu fahren. Zweite Nacht, Traumbedingungen, wir segeln, das Schiff ist total ausgeglichen, es ist kaum noch Welle im Vergleich zu heute Mittag zumindest. Wir haben 14, 15 Knoten Wind, so gut wie keine Böen mehr, es ist tiefenentspanntes Segeln, wir sind nach wie vor alleine hier, es ist irgendwo da ganz weit weg, ist nicht ein zweites Boot, aber ansonsten wirklich seit Tagen nichts und niemand. Das heißt, die zweite Nacht ist die anstrengendste Nacht. Das würde ich jetzt so unterschreiben. Aber wir werden morgen im Laufe des Tages ankommen und dann ist auch alles gut. Dann müssen wir uns ein schönes Ankerplätzchen noch suchen und haben hier unsere längste Fahrt zu zweit tatsächlich super gemeistert. Also die Überführung zählen wir nicht mit, weil da sind wir komplett durchmotort. Da war Ententeich und keinerlei Welle und gar nichts. Das war schön, das waren 5 Tage am Stück, aber das zählt nicht, weil es einfach ja nichts los war.
Heute war schon wirklich spannend, war auch irgendwann anstrengend. Seitlich 3 Meter Welle an der Bordwand ist schon auch für dieses Boot, kann unangenehm werden. Die haben es wirklich gut durchgestanden. Bin froh, wenn die Nacht vorbei ist und habe auch dann nichts dagegen, langsam anzukommen. Wie gesagt, es war herausfordernd heute. Guten Morgen. Jetzt ist 7:30 Uhr. Die Nacht ist vorbei. Das erste Licht. Und wir segeln noch immer. Ich habe meine Schicht um 5 Uhr von Marion zurück übernommen. Marion hatte mich von 11 Uhr bis 5 Uhr schlafen lassen. Ich war so kaputt. Und ja, jetzt ist sie ins Bett gekrochen. Die ist auch müde. Marion geht's besser, die war gestern sehr seekrank von der hohen Welle und die Welle hat auch abgenommen. Wir haben circa noch 1 Meter Welle. Wir haben jetzt noch 16, 17 Knoten Wind, circa halb. Und ich fahre das Groß in dem ersten Reff und die Genua ist noch ganz draußen. Wir fahren jetzt so circa 5,5 bis 6 Knoten. Das ist also eine recht entspannte Fahrt. Wir haben viel Stabilität im Schiff. Nur noch wenig Krängung und ich sehe da drüben auch die erste Möwe übers Wasser gleiten, also wir kommen in Landnähe. Ich freue mich jetzt auf die nächsten paar Stunden Segeln und ja, es sieht so aus, als ob wir fast bis unter die Küste segeln könnten und das würde mich sehr freuen. Da denkst du noch, oh, da gar nichts Schlimmes passiert und schwupps, wir haben Wasser vorne in der Bilge bei der Baukoje und wir wissen nicht, wo es herkommt. Es ist nicht zum ersten Mal und es war die ganze Zeit trocken und wir haben uns schon gefreut, dass wir ohne Wasser dort in Italien ankommen, aber als ich gerade nach vorne gegangen bin, um die Gastlandflagge zu suchen, ja, war der Teppich nass. Christoph hat das jetzt ausgeschöpft und jetzt ja, müssen wir mal schauen. Wir werden das rausfinden, wo es herkommt. Keine Ahnung, Seeventil ist es nicht. Komisch, dass es jetzt auf einmal so viel Wasser wieder ist. Also man sieht, dass hier alles nass ist. Das ist hier der Mechanismus vom aufholbaren Bugstrahlruder und hier unten, das ist die Dichtung zum Seewasser hin. Und jetzt sieht man auch, es sprudelt raus, aber eben nur bei hohen Wellen. Und das hier unten ist ja auch rostig. Und da fließt das dann hin. Also das Gute daran ist, ja, das Gute daran ist, dass wir Welle haben und ich mich auf die Fresse lege. Also das Gute ist, ich habe es gefunden. Ich weiß jetzt, was es ist, weil schlimmer wäre es gewesen, wenn ich es nicht gefunden hätte. Ich weiß auch, man kann es reparieren. Es gibt Dichtungen dafür zu kaufen und es soll auch nicht so schwer sein, das auszubauen. Aber das ist eine Spezialdichtung, wie halt immer bei Amel. Da muss ich mich also auf die Suche machen. So. Was auch gut ist, wir haben nur bei hohem Wellengang Wassereinbruch.
Im Hafen haben wir es nicht und bei normalen Segeln auch nicht. Ja, ist ja viel hart eingeschlagen die letzte Zeit. Also schauen wir mal. Muss was mal suchen. Willst du es dann zusammen mit dem Sea Drive machen? Ja, also ich überlege mittlerweile auch, wann ich im Frühjahr in Griechenland irgendwo rausgehen und dann was versuchen zusammenzuziehen. Ich hätte zumindest bei der Besichtigung hinterfragen können, warum die Bilge, wo jetzt das Wasser drin steht, so verdammt sauber ist. Das war mir nämlich da schon aufgefallen. Und warum da vorne beim Sea Drive, beim Bugstrahlruder, warum da Rost schon ist. Aber gut. Man weiß es nicht, daneben ist der Ankerkasten. Ich hatte das auf den Ankerkasten zurückgeführt. Da ist ja salziges Wasser drin. Wieder ein bisschen schlauer geworden. Ich habe die Gastlandflagge ja gerade gesucht, wie ich erzählt habe, wo ich das Wasser gefunden habe. Grün-Weiß-Rot Italien, ne, habe ich gefunden. Grün-Weiß-Rot. Dachte ich, ah ja, Italien und Grün-Weiß-Rot Italien. Meine erste Vermutung war ja gewesen, es ist wie bei Spanien, da gibt es ja die Flagge mit Krone und ohne Krone, aber ich oute mich jetzt als unwissend, das ist Mexiko. Mexiko? Ja. Okay. Google Lens sagt, das ist Mexiko, das wäre jetzt blöd gewesen, die aufzuziehen. Es gibt so einen Stadtstaat in Italien, darauf habe ich jetzt gerade getippt. Was, so San Marino? Nee. Ja, stimmt. Nee. San Marino. Siehst du, ich bin noch schlechter als du. Oder Vatikanstaat, welchen meinst du denn? Nee, jetzt? Vatikanstaat hätte ich, glaube ich, noch erkannt. Land in Sicht. Wir fahren gerade unsere letzten Meilen unter Maschine, weil wir jetzt den Wind von vorne haben. Und werden ungefähr in 2 Stunden etwa da sein. So, am Bug angelangt. Hinter mir ist Sardinien. Und was ihr jetzt im Bild hattet, war Korsika. Unsere Bucht für die Nacht liegt Bug voraus. Das ist eine kleine Bucht bei einer kleinen Insel. Dort sind wir für die nächsten 2 Tage geschützt und sicher und können uns dort erstmal ausruhen. Wir waren jetzt, wenn wir da sind, 3 Tage und 4 Stunden oder sowas unterwegs. Ich fand es eine sportliche Tour, aber auch eine sehr schöne Tour. Es war eine fordernde Tour, aber mir hat es echt Spaß gemacht. Besonders anstrengend fand ich die Welle in der ersten Nacht und in der ersten Hälfte vom 2. Tag. Das ermüdet sehr, wenn du so eine Welle hast und viel Wind dazu. Aber insgesamt war es trotzdem eine tolle Tour und ich freue mich jetzt auf Sardinien. Wir nähern uns unserem geplanten Ankerplatz für heute Nacht. Das ist laut Navili alles grün. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber von hinten kommt eine Dünung angelaufen. Und ja, das da vorne soll unser Ankerplatz sein. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. An den Felsen brechen sich die Wellen und da gibt es Unterwasserfelsen in der Nähe. Wir fahren jetzt mal hin und gucken mal, weil die ganze Küste ist sonst zwar grün, also die kleinen Buchten sind zwar alle grün, aber das würde uns ja überall das Gleiche treffen. Also wenn das nicht klappt, bin ich ehrlich gesagt ziemlich ratlos, was wir machen. Aber gut, jetzt fahren wir mal hin und gucken mal.